Moin Moin, Innos zum Gruß und ein herzliches für Gomez. Mein Name ist Kostüms und ich bin der Typ, der manchmal dieses komische Gothic-Cosplay trägt. Oder auch das hier. Und ich habe einen Gaming-Kanal aufgemacht. Warum? Weil Videospiele meine Leidenschaft sind und dieses Jahr ein paar sehr, sehr delikate Titel rauskommen. Ne, Kingdom Come Deliverance 2, Manor Lords ist raus, das Gothic Remake, wenn's gut läuft, Stalker 2, ne, man sieht's, das sind geile Sachen, auf die ich Bock habe. Ich habe eigentlich gehofft, ein anderes Video zum Start machen zu können, aber es gibt ein Thema, das keinen Aufschub erlaubt und das ist die Gothic Remake Collectors Edition. Und bevor ich da überhaupt zu viele Worte verliere, lasst uns doch einfach mal schauen, was uns konkret erwartet. THQ hat ihren YouTube-Kanal einen Trailer rausgehauen, den gucken wir uns jetzt mal an. Ja, finde ich gut. 24 cm hohe Maske zum Aufhängen an die Wand. Man sieht sofort, ne, das ist Gothic. Ich denke mal, das wird aus Kunstharz gemacht sein. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein Resinguss ist. Ich hoffe, dass es ein Resinguss ist. Wenn das Ding so aussieht wie im Video, vollkommen okay, ne? Ja. Es ist ein Notizblock mit einem Gothic-Logo drauf. Also, hier, Soundtrack-CD muss sein. Ich werde auch später im Video darauf zu sprechen kommen, warum die Soundtrack-CD ein Must-Have ist. Alleine schon deswegen, weil Kai Rosenkranz wieder dabei ist, freue ich mich total drüber. Das wird richtig nice. Da freue ich mich extrem drauf. Ja, ein Lederarmband mit Gothic-Logo drauf ist. Na, ist okay, das Armband. Hier aber, was man sieht, PC kriegt anscheinend eine größere Box. Finde ich auch nice. Naja. So, ich meine, schaut euch das mal an. Ja, 200 € will THQ dafür haben. Ich fühl's nicht. Also, mich holt das für 200 € gerade nicht ab. Soundtrack-CD, geil, muss sein. Die Maske, geil, freue ich mich drauf. Wenn die so aussieht wie auf dem Bild, top. Eine nette Pappbox für den PC, cool. Das Armband ist okay. Ne? Ich bin einfach halt kein Armbandträger. Aber bei dem Notebook, ne, bei dem Notizblock, da haben sie mich verloren. Weil, es ist halt einfach ein Notizblock mit einem Gothic-Logo drauf. Das hat nicht viel mit Gothic zu tun. Könnte anders aussehen. Wir haben im Spiel ganz tolle Bücher und die ganzen Almanache und was es nicht alles gibt. Ne, einfach ein Notizbuch, was so ausgesehen hätte Wiedererkennungswert gehabt. Geil. Ne, wirklich. Da wäre echt mehr gegangen. Der eigentlich aber für mich wichtigste Part dieses Videos ist der hier. Da ist er. Da, wo ich gerade bin. Und zwar, Pictures are for illustrative purpose only, final product may vary. Das heißt, dieses ganze Ding ist noch nicht unbedingt beschlossene Sache. Es kann sein, dass sich noch etwas ändert. Und vielleicht ändert es sich auch so, dass wir als Community sagen, boah, das ist nice, da würde ich gerne Geld reinstecken. Beim Playable Teaser haben sie gesehen, ja, die Community nimmt das Produkt nicht an, wir müssen das ändern. Sie haben es geändert und wir haben jetzt beispielsweise im Spiel Rüstung, die viel näher am Original dran sind. Die Rüstung, die wir halt damals hatten, Brother, nein. Viel, viel besser. Was müsste sich denn verändern, dass wir als Community, ne, sowohl die alteingesessenen Spieler, die irgendwie dieses Spiel seit 20 Jahren schon spielen, und gleichzeitig aber auch die Neuen sagen, ja, nice, das will ich haben, da würde ich Geld reinstecken. Und um diese Frage zu beantworten, gucken wir doch einfach mal in die Vergangenheit von Gothic rein. Ne? Wir erinnern uns, Gothic hat ja über 20 Jahre Geschichte mittlerweile schon und wir haben in der Vergangenheit viele verschiedene Editionen, Boxen, Ausgaben gehabt, die uns ein gutes Anschauungsobjekt bieten, was denn eine Collectors Edition von Gothic bereitstellen müsste, damit wir als Community sagen, ja, das wollen wir haben. Dafür brauchen wir Anschauungsmaterial. Das Gute ist, 20 Jahre später, ne, 20 Jahre später, 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 20 Jahre später
Ich habe eine Menge Anschauungsmaterial. Ich bin riesiger Gothic-Fan schon immer gewesen, habe vor etlichen Jahren angefangen, mal Gothic zu sammeln, also nur so Spiele-Editionen. Noch vor vielen, vielen Jahren. Das Gute war, damals waren die Preise noch nicht so übertrieben hoch, deswegen konnte ich mir eine nette Sammlung aufbauen und gleichzeitig meine beiden Nieren noch behalten. Das ist nice und das kommt diesem Video hier zugute. Darum schauen wir uns doch einfach mal an, was haben wir in der Vergangenheit gehabt und was können wir auf die Gegenwart übertragen. So, unser Start wäre jetzt natürlich Gothic 1, aber wir haben in Deutschland leider keine Gothic 1 Collectors Editions gehabt. Ne, die Polen sind ein bisschen wilder gewesen. Wir haben halt die Erstauflagenboxen, die sind ganz nett, aber da ist jetzt nicht so super spannend und viel drin. Spannender wird es aber in Deutschland mit der Gothic 2 Limited Gold Edition. Nicht zu verwechseln mit der Gothic 2 Limited Edition, das ist nochmal was anderes. Aber hier haben wir die Limited Gold Edition. Die sieht fast so aus wie die Gold Edition in der Pappbox, aber die hat auch vorne diesen inklusive Lösungsbuch und Poster-Werbeslogan drauf. Wenn wir uns das Ding angucken, haben wir eine Pappbox und in der Pappbox erwartet uns erstmal, und das ist das Allergeilste an dieser Edition, ein riesengroßes Poster. Das Motiv auf diesem Poster, das kennen wir ja natürlich alle bereits. Es ist der namenlose Held in der Paladin-Rüstung. Oberhalb des Minentals, im Hintergrund ein Drache. Einfach toll. Also so ein riesiges Poster, das ist einfach geil. Dein größtes Abenteuer liegt noch vor dir. Das hat damals gestimmt. Und wenn man sich dieses Ding anguckt, man sieht auch einfach, ne, was für ein episches Abenteuer einen erwarten könnte. Und das ist einfach so eine nice Sache. Und für so eine Pappbox, wo einfach ein paar Goodies reingeknallt wurden, ist dieses Poster echt, echt sexy. Das kann man sich mal gönnen. Wirklich sehr, sehr nice. Abgesehen von diesem Poster, das wir mit ein bisschen Gefummel zurechtgebogen und zusammengefaltet kriegen, ohne noch mehr Falten reinzumachen. Man beachte, diese Box ist ja auch schon so roundabout 20 Jahre alt. Haben wir natürlich ein Handbuch mit drin. Das ist von außen in Farbe. Wir haben auch das klassische Coverart und im Inneren erwartet uns halt schwarz-weiß. Ein bisschen was über das Spiel. Einfach nur ein paar Informationen über die Monster, über die Kreaturen, über die Spielwelt. Und Klassiker, Jewel Cases. Da sind die Spiele jetzt auch drin. Wenn wir das aufmachen, reingucken. Gothic 2 Nacht des Raben und die Installations-CD, CD3. Das waren noch Zeiten, da hat man mehrere Installations-CDs gebraucht. Auch hier die anderen CDs. Und natürlich die Musik-CD mit dem Lösungsbuch. Es gibt auch ein Lösungsbuch in Papierform. Ja, kostet auch wieder mal eine Niere. Aber das ist die Gothic 2 Limited Gold Edition. Für so eine Limited Gold Edition, also quasi einfach nur so, ja, wir hauen jetzt die 2er raus mit ein bisschen Extras. Voll cool. Ne? Kann man so stehen lassen. Kann man sich ins Regal stellen. Und allein das Poster, das macht was her. Nachdem wir uns natürlich die Gothic 2 Limited Gold Edition angeguckt haben, gucken wir uns an die Gothic 2 Limited Edition. Und zwar ist das ein ganz schönes Stück. Das habe ich hier. Ich hab's nicht. Es ist so gut wie gar nicht zu bekommen. Ich suche Ewigkeiten danach. Ich hab's nicht. Was ich aber habe, ist gütigerweise einen Beitrag von einem ganz sympathischen Reddit-User. Und der hat diese Edition, hat sie auch ausgepackt. Allen voran, was natürlich auffällt, wir haben hier eine große Pappbox. Ne? Das ist eine schöne, solide Pappbox. Das ist so ein Doppelschuber. Einmal hat man die Box mit dem Spiel drin und dann die ganzen Beigaben. Allen voran, bei diesen Beigaben ganz wichtig, da ist einfach mal ein Quartettspiel drin. Na, es ist total geil. Es ist so eine simple Idee. Es ist auch so eine günstige Idee. Aber du hast ein Quartettspiel mit diversen Viechern drin. Ganz toll auch vor allem, dass einfach die Fleischwanze dabei ist. Der Gothic-Klassiker schlechthin. Finde ich nice. Finde ich klasse. Parallel dazu haben wir natürlich hier auch die Gothic-Karten hier in klein gedruckt. Mit den Schreinen, mit den Städten, Höhlen und wo die Orkeliten sind. Alles in allem ist das eine tolle Sache. Es ist wirklich eine sehr schöne, tolle Limited Edition. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, sie damals zu kaufen, ich hätte sie mir wahrscheinlich gekauft. Habe ich aber nicht. Jetzt habe ich sie auch leider nicht. Aber bevor wir noch weiter in den Träumen der Vergangenheit schwelgen, lasst uns doch mal in die Gegenwart schauen und uns freuen dessen, was wir haben. Und zwar haben wir hier die Gothic 3 Standardedition. Ne, rote Case, rote Box, Pappbox, aber auch ganz hübsch. Nur für so eine Standardedition vollkommen in Ordnung. Aber das Allerschönste ist die Collectors Edition von Gothic 3. Das ist meine Lieblingsedition. Ich werde euch da auch echt direkt spoilern. Ne? Ich will da gar nicht neutral sein. Da bin ich real. Das ist meine Lieblingsedition
der Gothic-Serie, die wir auf den deutschen Markt bekommen haben, die Gothic 3 Collectors Edition. Schaut euch mal diese geile Box an. Schaut euch mal an, wie schön die wichtigen Details mit so einem Gloss-Effekt hervorgehoben worden sind. Und dieser Rahmen drumherum, und auch die Buchstaben auf der Vorderseite an den Seiten, die sind geprägt. Wenn ihr mit dem Finger rüber geht, das fühlt ihr. Guckt euch einfach mal an, wie nice das ist. Und es fühlt sich einfach wertig an. Wenn ihr das Ding aufmacht und da reinguckt, dann kommt erstmal so eine Pappbox, die dem ganzen Stabilität verleiht. Das alles macht von außen halt schon auch einen total guten, wertigen Eindruck. Guckt euch das mal an. Wir haben ganz klassisch natürlich wieder ein Handbuch. Ne? Das ist jetzt nichts so Wildes, aber es kommt eben aus einer Zeit, da sind Handbücher noch der Standard gewesen. Hier diesmal in Farbe. Und auch schön, ne, mit ganz vielen Background-Informationen zum Spiel, die einzelnen Fraktionen, dass auch die Leute, die wirklich so gar keinen Plan von Gothic haben, irgendwie einen Zugang bekommen. Kann man reinschauen, ist nett. Und das Ding hier, das werdet ihr ab jetzt immer sehen. Ein Artbook. The Art of Gothic 3. Dieses Artbook ist für mich so das zweitgeilste in dieser Collectors Edition. Schaut euch das einfach mal an. Wir haben hier nicht nur ein bisschen was über das Spiel und quasi Concept Art, sondern wir können hier wirklich die Entwicklung vom Concept Art, von der Skizze bis hin zum fertigen Modell verfolgen. Und das sind einfach teilweise so schöne Städte. Ne? Alleine Silden, wenn ich mir die Stadt angucke, oder Faring, das ist einfach toll. Tolles Design. Das sieht man auch hier beispielsweise links am Lagerhaus. Das ist, glaube ich, in Montera. Einfach nur super. Und ich finde das immer wieder schön. Das werden wir aber jetzt in jeder Gothic und Risen Edition sehen. Was wir auch sehen werden, ist eine Stoffkarte. Guckt euch das mal an. Ne, es ist halt wie eine Karte aus Papier, nur eben in Stoff, und das ist ja schon mal besser. Fühlt sich gleich ganz anders an. Ich habe die hier auch, ihr seht es jetzt nicht, aber ich habe die hier auch gegenüber an der Wand hängen. Neben meiner Ultima Online-Karte. Dann haben wir wieder die üblichen Verdächtigen, die Jewel Cases. Ja, man kennt sie, die werden wir niemals loswerden. Einmal die Gothic 3 CD, diesmal ist das nur eine. Wir haben uns weiterentwickelt. Auch hier der Gothic 3 Soundtrack. Ganz großes Shoutout an Kai Rosenkranz. Einige der geilsten Gothic Soundtracks sind einfach im dritten Teil, und ich freue mich unglaublich, dass Kai auch beim neuen Spiel, quasi beim Remake, wieder mit am Start ist. Das ist eine richtig gute Entscheidung gewesen. Und guckt euch jetzt mal das an. Das ist das allergeilste in dieser gesamten Edition. Es ist die Halskette. Es ist die Schläferhalskette aus der Gothic 3 Collectors Edition. Ich liebe dieses Ding. Schaut euch einfach den Detailgrad an. Wie schön das ist. Mit den Rillen, mit der Prägung. Es ist aus Metall. Selbst der Ring an der Kette ist halt nicht mal so ein dünner, billiger Blechring, sondern wirkt ein bisschen dicker. Mit so einer pseudo-hammer geschmiedeten Optik. Einfach klasse. Hier auch die Narbe von der Schläfermaske gehört natürlich dazu. Das ist ein Must-Have. Und auf der Rückseite das Gothic 3 Logo eingeprägt bzw. eingegossen. Ich denke mal, das wird ein Guss sein. Einfach toll. Wenn wir uns das jetzt einfach mal so hier im Komplettpaket anschauen, was wir da eigentlich alles bekommen haben in dieser Collectors Edition. Das ist super. Das fühlt sich wertig an. Das zeigt irgendwie, boah, dieses Spiel kann was. So, und dann habe ich hier noch etwas, das habt ihr schon vorhin gesehen. Da können wir uns mal nochmal genauer mit auseinandersetzen. Die Gothic 3 Nordmar-Figur. Ich meine, das Momox, die hergestellt hat. Schaut euch die mal an. Ganz feiner Zug damals, die konnte man separat kaufen. Die war nicht in der Collectors Edition mit drin. Die habe ich mir damals als Kind separat gekauft. Ihr seht es an einer kleinen Bruchstelle am Schwert. Ne, verzeiht mir, das Ding hat einfach irgendwie schon locker 15 Jahre auf dem Buckel. Das habe ich mir damals als Kiddie beim Mediamarkt für 30 Euro von meiner Mutter kaufen lassen. Das ist nice to have. Nicht Collectors Edition mäßig, aber einfach hier im Kontext vom Merch nochmal ganz gut zu erwähnen. Was man auch erwähnen sollte, ist die Gothic Complete Collection. Das ist jetzt hier vom Außen erstmal so eine schöne Pappbox. Auch hier vorne mit einer Prägung drin. Hinten das Piranha Bytes Logo drauf. Sehr schön, so wie es sein sollte. Da aber schon von Nordic Games. Ihr seht, die ist ein bisschen neuer. Die ist nicht ganz so super alt. Eine Box, die man aufklappen kann, die aber sich auch in 3 Segmente aufgliedert. Wenn wir uns das mal anschauen, haben wir hier einmal Gothic 1 und Gothic 2. Dann nochmal Gothic 2 und dann Gothic 3. So. Ist ja ganz nett. Aber natürlich, wenn wir das Ding jetzt mal so zur Seite sliden, macht es einmal wusch und wir haben hier das Bonusmaterial. Und das gucken wir uns doch auch mal an. Ganz vorneweg natürlich die Postkarten. Die haben sich hier reingeschlichen und da dürfen sie auch gerne bleiben. Ich bin ja kein großer Fan vom Varant, aber guckt euch mal an, wie schön diese Postkarten sind. Was das für schöne Artworks sind. Auch hier die Wüste im Hintergrund, der Tempel. Einfach toll.
Ne, Orks, okay, ne? Ihr kennt meine Meinung zu Orks. Eine Frau, vermutlich Nordmar. Wirklich ein schönes Artwork. Ich hoffe, dass auch im Remake Frauen mehr Platz finden. Hier nochmal Assassine. Und dann kommen wir auch zu Postern. Die haben da Poster reingepackt. Ne? Das ist jetzt sogar auch schön, dass sie jetzt nicht nur in Gothic 3 geblieben sind, auch gesagt haben, ne, wir haben Gothic 1, wir knallen noch auf Gothic 1 Poster rein. Schläfermaske, das Symbol schlechthin. Auch hier sieht man wieder die Narbe auf der Seite. Die fehlt, glaube ich, sogar tatsächlich bei der Maske im Remake. Dann haben wir noch eine Postkarte. Auch hier wieder der Ork. Wir haben den schon vorher mal gesehen. Der ist uns nicht ganz fremd. Und ich glaube, so eine Spitzhacke, die steht ihm doch besser als so eine große Ork-Axt, oder? So. Und ich habe euch versprochen, dass ihr das Ding ab jetzt immer sehen werdet. Es ist wieder ein Artbook. The Art of Gothic 3. Guckt euch das mal an. Einfach nur toll. Wieder einzelne Concept Arts, Comics, alles. Ganz schön finde ich auch hier, wenn wir jetzt mal weiter hinten reingucken, da haben wir auch Fotos vom Team selbst. Und hier haben wir halt das Team, das an dem Spiel gearbeitet hat. Ganz schön oben links der riesige Berg an Pfandflaschen. Ne, die Jungs hatten halt Deadlines. Das war ganz klar. Jovot saß denen halt im Nacken, die mussten releasen und da haben sie auch mächtig Stunden geschoben. Die haben ihr Bestes gegeben. Und zu guter Letzt auch wieder eine Making-of und Extras-CD. Und hier nochmal die Sticker, die ich euch versprochen habe. Boah, ich freue mich, dass ich Einzelkind bin. Dann stellt euch mal vor, ihr habt so ein Ding und habt irgendwie eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder, die das Ding einfach mal an eine Fensterscheibe oder an die Tür kleben. Ja, einfach noch, weißt du, eine tolle Edition, die nochmal rausgekommen ist. Da ist viel drin. Was nicht so viel ausmacht, sind die anderen Gothic 3 Editionen. Es gab halt eine in der Holzbox, es gab eine in so einem Steelbook. Das ist ja ganz nett, aber für mich jetzt gerade nicht so interessant. Für uns ist jetzt ja gerade eher interessant, die Sachen, die Beigaben haben. Und da müssen wir mal umspringen, und zwar zu Risen. Ne, auch ein ganz geiles Game. Und wenn wir uns jetzt mal die Risen-Box angucken, dann sehen wir vorne erstmal, das Ding ist wieder vorne geprägt und hat auch wieder an den wichtigen Sachen, wo es sein sollte, so ein glossy Finish. Finde ich total cool. Das ist eine richtig schöne Box von außen, die man sich auch gerne ins Regal stellt. Habe ich damals, glaube ich, irgendwie mal auf eBay wirklich brutal frech gesniped für irgendwie 3 Euro oder so. Aber auch wenn wir uns diese Box wieder angucken, da sehen wir, die ist nicht so ganz weit weg von der Gothic 3 Collectors Edition vom Aufbau her. Wir haben halt von außen eine schöne wertige Box und drin wieder den Karton, der dem Ganzen Stabilität verleiht und die Sachen auch irgendwie in Position hält, da wo sie sein sollten. Wenn wir uns das angucken, haben wir einen Comic. Der ist jetzt einfach so standardmäßig mit drin. Wir haben ja in der Vergangenheit ja schon Gothic Comics gehabt. Hier ist er mal in der Box drin ausnahmsweise. Und natürlich haben wir hier wieder ein Risen Poster. Whoop. Ja. Und das Poster hat, glaube ich, ein Kind gekriegt gerade. Das Kind in dem Fall sind Sticker. Wir haben mal wieder Sticker. Finde ich ganz nett, ne? Also, kostet nicht die Welt und ist nice to have. Gibt vielleicht Leute, die sich die Dinger wirklich irgendwo hinkleben. Ich packe sie ins Regal und die sind einfach Teil der Sammlung. Sowas. Ich konserviere sowas einfach gerne für die Zukunft. Dann haben wir noch eine Karte mit einem Freischaltcode. Und also ich habe euch gesagt, es wird wieder kommen, wieder ein Artbook. Diesmal The Art of Risen. Hier einfach so ein bisschen Making-of vom Polymodell bis hin zum fertig texturierten Charakter. Concept Arts, Charakterdarstellung. Cool. Handbuch diesmal auch wieder in Farbe. Da sind wir wieder angekommen. Aber ihr seht auch natürlich am Logo Games for Windows, wir sind schon ganz weit weg von dem ursprünglichen Gothic-Titeln, Gothic 1 und Gothic 2. Und zu guter Letzt haben wir hier eine Papierrolle. Mal gucken, was das ist. Es ist eine kleine Landkarte. Nett. Wirklich nett. Ne? Auch so einem etwas gelblicheren Vintage-Papier, Vintage-Look. Das ist süß. Also das würde ich mir auch so theoretisch an die Wand hängen, wenn ich den Platz dafür hätte. Und das Geile ist, die rollt sich sogar von selbst zusammen. Hightech. So, packen wir mal wieder alles ein. Na, ihr seht, das Ding ist auch so, wenn man die Sachen reinpackt, bleiben sie auch da. Die fliegen nicht wild umher in den Boxen, wie wir das bei einigen Big Boxen aus den frühen 2000ern kennen. Hier nicht, hier haben wir eben etwas Stabilität. Stabil ist auch diese Risen 2 Dark Waters Box. Das ist die deutsche Collectors Edition, die wir haben. Wir sehen auch hier wieder ein großes Case, größer als die vorherigen. Die Polen sind noch ein bisschen wilder gewesen. Die haben ein Fass, ne? Ihr glaubt es nicht. Die haben ein Fass, ein echtes Holzfass.
hatten die in ihrer Collectors Edition. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber irgendwer hat's gemacht. Wir hingegen haben erstmal hier wieder einen Pappkarton, der dem Ganzen Stabilität bietet. Ich finde die Kartons geil, weil das erhöht die Überlebensdauer dieser Boxen erheblich. Und ganz vorneweg begrüßt uns dann auch wieder noch eine Umverpackung. Und die ist aber echt geil. Also, ne, ihr seht das jetzt nicht so super gut, aber die ist texturiert. Also man fühlt das richtig. Das ist nicht so ein dünnes, glattes Papier, sondern ein richtig schönes, raues Papier. Und auch diese Karten, die sind auch aus so einem ähnlich rauen Papier gedruckt. Also das fühlt sich auch an, die sind auch schwer. Das ist jetzt kein federleichtes Druckerpapier oder so, das sind wirklich richtig schwere, dicke Karten. Und die zeigen uns eben die unterschiedlichen Kreaturen und Charaktere aus dem Spiel. Ich wünschte, ihr könntet die mal in den Fingern haben. Also, ne, wenn ich da jetzt auch mal so drüber gehe mit dem Finger, das fühlt sich richtig gut an, das fühlt sich richtig wertig an. Das zeigt einfach, jo, da ist das, was drauf gedruckt ist. Das ist was wert, das bedeutet was. Das wird einfach allein schon durch das Medium, also durch die physikalischen Eigenschaften dieses Mediums, kommuniziert. Dann die DVD-Box, 2 DVDs drin, einmal Soundtrack, ja, noch im guten Zustand. Und dann noch einmal eine Making-of-Disc. Und weiter hinten haben wir dann natürlich auch wieder die DVD-Box, die das eigentliche Spiel hat. Ja, das wollen wir ja auch haben. Hier auch mit einem netten Handbuch. Und einem Sticker, der sich darin versteckt hat. Wir packen das mal erstmal wieder zusammen. Und auch beim Zusammenpacken, ne, ich meine, allein diese Umverpackung auch für die Artworks. Texturiert, man sieht es auch ein bisschen auf der Kamera. Einfach toll. Ne? Man sieht einfach in der gesamten Aufmachung, da hat man sich halt Mühe gegeben. Das ist zwar kein Holzfass, aber doch schon eine ganz solide Darstellung. Sehr darstellend ist auch die Risen 3 Collectors Edition Titan Lords. Hier erinnert das Ganze ein bisschen wieder an die Gothic Complete Collection. Also auch wieder so eine etwas größere Klappbox. Spannend wird es halt, wenn man es aufmacht und erstmal die Karte sieht. Die werde ich jetzt nicht auspacken, weil die ist noch eingeschweißt. Die hole ich da jetzt nicht raus. Aber hier ist das Spiel mal in einem Steelbook verpackt. Das ist jetzt eher selten, das haben wir bisher noch nicht gehabt. Hier haben wir ein Steelbook. Das ist ganz nett. Steelbook kann man sich mal gönnen. Na, auch hier Soundtrack-CD, Bonusdisc und das Grundspiel. Und dazu natürlich noch wieder das Handbuch. Ne, Handbuch ist jetzt nicht mehr so super wichtig, die Bedienung ist etwas moderner. Und hier kommt es wieder zurück. Ich habe gesagt, ne, es kommt immer wieder. Hier haben wir ein Almanach, ein Booklet, ähnlich aufgebaut wie das Art of Gothic 3 Buch. Mit bisschen Erklärung, bisschen Artwork, bisschen Screenshots, Charaktere. Einmal wieder ein Poster. Auch wieder dynamisches Artwork. Hat einfach was. Ganz klassisch auch hier wieder der Komplementärkontrast zwischen Rot, Orange und Blau, Türkis. Ne, achtet mal drauf. Diesen Komplementärkontrast werdet ihr heutzutage sehr, sehr oft sehen. Auf der Rückseite noch ein anderes Artwork. Ja, eine Schlachtszene mit einem magiebegabten Charakter. Hat was. Poster sind ja nicht dafür bekannt, dass sie super langlebig sind. Langlebiger sind schon diese Karten hier. Guckt euch das mal an. Auch hier wieder Postkarten. Schön auf dickem Papier gedruckt mit einem Gloss-Finish. I like that. Finde ich gut. Zusammenfassen werden wir jetzt auch, was wir hier gerade gesehen haben. Ihr habt gesehen, wir haben verschiedene Editionen gehabt mit verschiedenem Inhalt. Die ausländischen Editionen, die habe ich nur so ganz am Rande beleuchtet, weil die für uns auf dem deutschen Markt jetzt nicht so der Referenzwert sind. Tatsächlich geht es halt hier um die auf dem deutschen Markt herausgekommene Edition. Und da haben wir natürlich gesehen, viele haben irgendwas gemeinsam, strukturell, wenn wir uns das angucken in der Entstehungsgeschichte. Und klar, es ist jetzt ein anderes Entwicklerstudio, aber wenn wir sagen, dass das Gothic Remake irgendwie noch mit der Abstammungsgeschichte zusammenhängt, dann lohnt es sich hier Vergleiche zu ziehen. Und wir vergleichen mal. Was ist das Erste, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an diese Collectors Editions denken, was sie irgendwie auch alle mehr oder weniger hatten? Poster. Die Dinger hatten Poster. Haben wir jetzt in der Remake Collectors Edition nicht gehabt. In den allen anderen hatten wir es. In unterschiedlichen Größen. Poster. Ne? Schmeißt das einfach rein, so ein gedrucktes Poster. Ich glaube, das ist ein Materialpreis von 10 Cent oder so. Macht es. Da freuen sich die Leute drüber. Dann an zweiter Stelle die Postkarten. Ganz klar die Postkarten mit den Artworks. Umso schöner die sind, umso besser. Ich erwarte nicht, dass ihr gleich Spielkarten draus macht. Spielkarten wären übrigens aber mega nice. Also dafür würde ich auch wirklich Geld ausgeben, wenn es Spielkarten wären. Kann man reinhauen.
Nummer 3. Artbooks. Making of und Artbooks. Das vermissen wir, das habt ihr nicht erwähnt, THQ. Das sollte da aber meiner Meinung nach unbedingt rein, weil hier schlagt ihr gerade eine ganz, ganz große Brücke zwischen Kultspiele aus der Vergangenheit und quasi Remake in der Moderne. Und ihr habt ja sogar das Glück, das unglaubliche Glück, dass ihr Leute im Team habt, die damals die originalen Gothic-Spiele mitgestaltet haben. Das ist so ein unermesslicher Schatz. Ne, bringt das ein in eine Making-of oder bringt das ein in ein Artbook. Da freuen sich die Leute drüber. Ich persönlich würde mich da total drüber freuen, das zu sehen. Artbook auf jeden Fall, ganz wichtige Sache. Könnte mit reingehören, sollte mit reingehören. Das gehört einfach zur Geschichte dazu. Nummer 3, die Landkarte. Wo ist sie? Wie soll ich in der Kolonie zurechtkommen, wenn ich auch nicht weiß, wo ich hin muss? Ja gut, ich habe genug Erfahrung, aber Real Talk, so eine Landkarte, selbst wenn sie halt nur aus irgendeinem dünnen Baumwollstoff ist, die macht ordentlich was her. Das ist ein Upgrade. Dann haben wir natürlich Soundtrack-CDs. Ist jetzt auch dabei. Saubere Sache. Schön, dass ihr das eingebaut habt. So braucht man den Kram nicht aus den Spieledateien rippen oder irgendwie von YouTube ziehen. Die Musik wird mit Kai Rosenkranz wieder bombastisch. Muss dabei sein. Freue ich mich, dass es dabei ist. Was aber leider nicht dabei ist, ist eine Halskette. Da muss ich sagen, da schmolle ich halt ein bisschen. Klar, ihr habt ein Armband. Ein Armband ist eine tolle Sache, aber es ersetzt halt nicht so was Cooles wie so eine Schläferhalskette. Die Frage ist nun, warum haben wir uns das alles angeguckt? Schauen wir uns einfach mal an, was diese Dinge denn alles gemeinsam hatten. Gemeinsam hatten sie vor allem, dass sie einen engen Bezug zu Gothic hatten. Das waren alles irgendwie Sachen, die einen engen Bezug hatten. Ein Notizbuch irgendwie, das ist mehr für mich mehr Büroartikel als Gothic. Da muss ich leider passen. Wir haben also verschiedene Dinge, die einfach immer einen engen Bezug zu Gothic haben. Was können wir denn nun machen, um diesen engen Bezug auch in dieser Collectors Edition herzustellen? Und ich habe da über dieses Thema mit meinen Freunden im Discord debattiert und da kamen mir innerhalb von Minuten wirklich ein paar gute Ideen, die ich hier mit euch teilen möchte. Allen voran als erstes, warum ist das Notizbuch ein Büroartikel-Notizbuch und kein Almanach aus dem Spiel? Wir haben so schöne Cover, so schöne Bücher im Spiel. Warum nicht so, wenn man schon irgendwie ein Notizbuch reinpacken will? Dann doch irgendwie so, dass es ein bisschen Gothic-artiger, mittelalterlicher aussieht. Danach, Nummer 2. Warum nicht ein USB-Stick in Form eines Fokussteins? Also wirklich, man steckt den rein und er fängt an zu leuchten. Für Leute, die Gothic kennen, ist das geil, weil Fokusstein. Für Leute, die es nicht kennen, ist es auch geil, weil, ey, es leuchtet und es ist ein USB-Stick. Nummer 3. Der Sumpfkraut-Kugelschreiber. Ja, der grüne Novize, Sumpfkraut-Kugelschreiber zum Schreiben, ist auch ein ganz ikonisches Objekt, was wir eben aus Gothic kennen. Dann, warum nicht ein Schwert? Also, kein großes, klar. Aber Menschen mögen Schwerter. Ich mag Schwerter. Ich habe hier Stahlschwerter. Ich habe hier kampftaugliche Schwerter. Ich habe Labschwerter. Menschen mögen Schwerter. Es könnten Brieföffner sein. Nehmen wir beispielsweise Uriziel. Oder machen wir uns es noch leichter. Was ist mit der Innos-Statue als Ständer für einen Brieföffner? Ich meine, guckt euch das mal an. Also, der Innos, auch in seiner Pose hier, der schreit geradezu danach, ja, drück mir doch ein Schwert in die Hand. Guckt euch das mal an. Das habe ich hier selbst gemacht. Der gute Innos-Schrein. So ein kleiner Innos-Schrein mit einem Brieföffner. Das ist keine große Sache, aber es wäre so unglaublich geil, sowas auf dem Tisch stehen zu haben. Habe ich mir gewünscht, habe ich mir gemacht. Wäre doch cool, oder? Dann, warum nicht eine Landkarte? Also, von der Kolonie, da werden auch garantiert neue Gebiete dazu kommen. High-Resolution Landkarte, entweder als Poster oder am liebsten auf Stoff. Wenn ihr keinen Bock auf eine Stoffkarte habt, warum denn nicht einfach mal ein Mauspad? Guck mal, Need for Speed hat's gemacht. Das ist sogar so eine Budget-Aldi-Version gewesen mit einem Mauspad drin. Need for Speed hat's gemacht. Warum nicht ein Mauspad? Auch gerne irgendwie so als Merch on the side. Wisst ihr, so ein großes Mauspad zum Ausrollen. Würde ich Geld für bezahlen. Wäre cool. Okay, dann vielleicht nicht als Mauspad, aber wie wär's mit einem Leinwanddruck? Guck mal. Das ist meine Hut. Diesen Ort kannte ich damals als Kind wahrscheinlich besser als meine eigene Nachbarschaft. Das ist jetzt ein Leinwanddruck, den werde ich noch ein bisschen so einen Weathered-Look geben, der ist halt ein bisschen abgenutzt ist an den Kanten. Und dann habe ich halt meine eigene Gothic-Landkarte. Das sind doch alles Dinge, die haben halt einen viel höheren Wiedererkennungswert mit dem originalen Spiel, als beispielsweise irgendwie Büroartikel. So.
Und die Büroartikel könnt ihr auch parallel laufen lassen. So, ich finde die auch eigentlich so ganz nett, wenn man Bock hat, sowas zu haben. Ist es doch cool. Ich habe mir zum Beispiel hier das Portemonnaie gegönnt. Why not? Ich unterstütze das Studio auch gerne und den Publisher, weil ich will ja ein geiles Gothic haben. Ich will, dass wir eine Gothic-Renaissance haben. Die haben wir ja schon quasi durch die Chroniken von Metana Archolos und Legend of Ashun. Das hier ist nochmal eine andere Sache. Also Gothic lebt wieder und wir sollten es pflegen und hegen. Das Ganze hier war natürlich jetzt nur meine persönliche Meinung, so ein bisschen basierend auf dem, was ich aus der Vergangenheit kenne. Da wird es auch andere Meinungen zu geben. Und das finde ich auch total in Ordnung und gut so. Ich würde euch sogar empfehlen, schaut auch da ganz konkret nach anderen Meinungen nach. Ne? Guckt mal bei irgendwie Epic Korga, Danny Kicke, Merlin Plays oder dort Pappnas, ob die dazu schon was gemacht haben, ob sie vielleicht dazu noch was machen, ein Statement machen. Lasst uns Ideen sammeln, lasst uns aber auch ein bisschen Lärm machen, weil wir möchten doch alle, dass dieses Spiel ein Erfolg wird und wir Gothic weiter zelebrieren können, aber auch, dass wir eine Collectors Edition haben, wo wir sagen, ja, für 200 € stellen wir uns das Ding so ins Regal. Ich bin aktuell noch nicht überzeugt und ich bin mir sicher, viele von euch sind nicht überzeugt. Lasst es gerne mich in den Kommentaren wissen, was ihr von der Gothic Remake Collectors Edition erwarten würdet, dass ihr sagen würdet, boah, für 200 € stelle ich mir das Ding ins Regal. Weil wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, wie Collectors Editions aussehen können. Kingdom Come Deliverance hatte in der Vergangenheit 2 Stück rausgehauen. Einmal eben die hier und dann einmal nochmal die vom Original-Grundspiel. Das ist jetzt eine spätere Version. Wir haben die Baldur's Gate 3 Collectors Edition gehabt. Die war der Hammer. Lasst uns dafür sorgen, dass auch die Gothic Remake Collectors Edition ein Hammer wird. Das ganze Video hier war natürlich für mich etwas unerwartet. Ich habe eigentlich gehofft, mit was anderem starten zu können. Aber es ist einfach ein Thema, was mir persönlich als Sammler und Gamer und Cosplayer so am Herzen lag, dass ich dazu einfach ein Statement machen wollte. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie Früchte tragen wird und wir eine Collectors Edition bekommen, die ich mir gerne ins Regal stellen werde. Falls das nicht passiert, ganz ehrlich, ich mache mir einfach meine eigene. Dann ist das einfach so. Und wisst ihr was? Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Falls ihr euch die Zeit dahin etwas verkürzen wollt, würde ich mich total freuen, wenn ihr diesem Video ein Like da lasst und diesem Kanal ein Abo gebt. Klar, es ist ein neuer Kanal, der ist im Aufbau und ich freue mich über jeden einzelnen von euch, den ich auch später in der Kommentarzeile wiedersehen werde. Reactet auch sehr gerne drauf, gebt auch gerne Kritik. Ich bin gespannt, was da zusammenkommen wird. Vielen lieben Dank für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.